all these people should be at home grieving. But instead, we are up here, standing together because if all our government and president can do is send thoughts and prayers, then it's time for victims to be the change that we need to see. Das war die Rede von Emma Gonzalez, nachdem sie den Amoklauf in ihrer Schule in Florida letzte Woche überlebt hatte. Nach dem Amoklauf ging die Diskussion über die Waffengesetze wieder mal los, in der sich die zwei unversöhnlichen Meinungen in der Gesellschaft gegenüberstehen und miteinander streiten. Man fragt sich, was man zukünftig tun kann, um Amokläufe verhindern zu können. I turned 18 the day after. Woke up to the news that my best friend was gone. And I don't understand why I could still go in a store and buy a weapon of war. An AR. I was reading today that a person 20 years old walked into a store and bought an AR-15 in 5 minutes with an expired ID. How is it that easy to buy this type of weapon? How do we not stop this after Columbine, after Sandy Hook? I'm sitting with a mother that lost her son. It's still happening. Ich habe auch ein Jahr lang eine Highschool in Florida besucht und habe direkt mitbekommen, welche Panik entsteht, wenn Alarm wegen eines möglichen Amoklaufs geschlagen wird. Die Meinungen der Menschen im Norden unterscheiden sich leider immer noch sehr von den Meinungen der Menschen im Süden. Die im Süden sind leider immer noch sehr stark für die Erhaltung der Waffengesetze und berufen sich bei ihrer Argumentation immer wieder auf das Zweite Amendment, das besagt, dass es jedem erlaubt ist, eine Waffe mit sich zu führen. Many in legacy media love mass shootings. You guys love it. Now, I'm not saying that you love the tragedy, but I am saying that you love the ratings. Crying white mothers are ratings gold. Diese zynische Rede stammt von Dana Loesch. Sie ist die Sprecherin der amerikanischen Waffenlobby und die Waffenlobby hat ja auch den amerikanischen Wahlkampf zugunsten Donald Trumps mit Millionen Geldern unterstützt. Und jetzt fordern sie als Gegenleistung, dass die Waffengesetze erhalten und nicht eingeschränkt werden und wollen sogar noch mehr Waffen in den Umlauf bringen. You won't have, in my opinion, you won't have these shootings because these people are cowards. They're not going to walk into a school if 20% of the teachers have guns. It may be 10% or maybe 40%. And what I'd recommend doing is the people that do carry, we give them a bonus. We give them a little bit of a bonus. Die meisten von meinen amerikanischen Lehrern befürworten Trumps Vorschlag und erhoffen sich dadurch, sollte es wirklich so sein, dass die Lehrer ab jetzt mit Waffen rumlaufen dürfen, den Schülern aber auch sich selbst mehr Sicherheit gewährleisten zu können. Auch die Polizisten in der Stadt, wo ich gelebt habe, stellen sich auf die Seite von Trump und auch leider größtenteils die Gesellschaft, die ich dort kennengelernt habe. Zum Glück stellen diese Menschen nur einen Teil der stark gespaltenen amerikanischen Gesellschaft dar. Große Organisationen und einige Politiker haben sich schon immer gegen die laschen Waffengesetze ausgesprochen. Auch der letzte Präsident Barack Obama hat während seiner gesamten Amtszeit versucht, den Verkauf und den Besitz von Waffen zu reglementieren. All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. Bei dem ständigen Aufrüsten, sowohl durch das Militär als auch durch Privatpersonen, gibt es im Endeffekt nur einen Sieger, die Waffenlobby, und alle anderen verlieren. Andere Staaten haben das schon früher erkannt und sind dagegen vorgegangen, mit großem Erfolg. Because Australia had one mass shooting in 1999 and Port Arthur massacre introduced gun safety, and they haven't had one since.
never had a mass shooting. Canada has had 3, and the UK had 1, and they both introduced gun control, and yet here we are with websites dedicated to reporting these tragedies so that they can be formulated into statistics at your convenience.